Einen schönen guten Abend. Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue jetzt für euch, ob der Mann, an den ihr denken mögt oder der hier erscheint, euch vermisst. Ja, es wird eine Stapelwahl geben. Es ist ein Auswahlorakel. Und zwar könnt ihr hier wählen zwischen blauen Stein, Stapel 1 und weißem Stein, Stapel 2. Sieht ein bisschen rosa aus. Ich muss das nochmal einstellen. Okay. Stapel 1 blau, Stapel 2 weiß. Und ich schaue mit dem Licht- und Schatten-Tarot. Das Lightseers auf Deutsch. Ich werde es diesmal hier so machen, dass ich den Mann am Anfang beschreibe. Und ihr schaut dann, welcher Mann das ist. Und dann könnt ihr weiterschauen bei dem jeweiligen Stapel. Und ihr könnt natürlich auch auf 2 Männer schauen. Gut, dann fange ich an mit dem ersten Stapel, blauer Stein. Der blaue Stein. Welcher Mann möchte hier erscheinen? Der Ritter der Schwerter. Vielleicht ein Mann, der ursprünglich oder zur Zeit vor euch weglaufen möchte. Ja, der es sich vielleicht leicht machen möchte, der in einer sehr luftigen Energie war, der vielleicht auch keine ernste Verbindung wollte. Oder er wollte sich von einer speziellen Verantwortung drücken. Er wollte sich vielleicht bezüglich etwas Bestimmten nicht bemühen, was eure Verbindung betrifft oder was euren Kontakt betrifft. Der Magier. Oh, und Ass der Kelche. Vielleicht hat er ja ursprünglich gesagt, dass er sehr wohl beziehungswillig ist. Und er erschien dann aber nicht so, also er kam dann nicht so rüber. Und der Magier bedeutet hier, dass er sehr wohl sehr aktiv ist in seinem Leben, dass er sich vielleicht generell bemüht, etwas zu erreichen. Aber dann auf euch oder eure Verbindung bezogen hat er das nicht gemacht. Gut, schauen wir noch ein bisschen weiter, was ihn betrifft. Die Eremitin hatten wir ja auch vorhin ganz oben. Es kann sein, dass du hier dann gegangen bist. Ja, vielleicht auch ohne etwas zu sagen, weil es dir gereicht hat oder weil du enttäuscht warst. Weil du gesagt hast, nein, das tut mir nicht gut, ich schaue jetzt auf mich oder ich fühle mich auch ungerecht behandelt, weil hier auch die Gerechtigkeit erschienen ist. Ja, er hat mir zwei Seiten von sich gezeigt und die zweite Seite hat mir nicht gefallen. Okay. Ich belasse das mal so mit der Beschreibung. Dann komme ich zur Hauptfrage.
vermisst er dich und egal ob ja oder nein, warum oder warum nicht? Vermisst er dich? Also Kopfzerbrechen ist hier sehr wohl zu sehen. Ja, die 5 der Schwerter ist für mich in diesem Deck immer die Karte des Kopfzerbrechens. Er gibt sich hier so ein bisschen die Schuld. Ja, er fragt sich, warum hat es denn nicht funktioniert? Was habe ich falsch gemacht? Er ist hier nicht so stark in der Energie, dass er lösungsorientiert denken möchte, sondern eher, dass er sich für das Bisherige die Schuld gibt. Ja, Umdenken sollte hier eigentlich sein Ziel sein, aber er schwelgt hier eher noch in der Vergangenheit, ohne den Willen zu haben, richtig darüber zu reflektieren. Ja, er reflektiert, um den Grund herauszufinden, aber er ist noch nicht in der Energie, was oft parallel sein kann oder sollte, um gleichzeitig zu überlegen, was er anders tun hätte sollen und was er anders tun sollte, was er ändern sollte, ab jetzt oder in der Zukunft. Ja, 3 der Stäbe, die Pläne, die sind hier im Mangel. Also vermissen ja, weil sonst würde er hier ja nicht grübeln, sonst würde er sich ja nicht den Kopf zerbrechen. Das ist zumindest jetzt mal ein Vermissen. Ja, vielleicht nicht ganz so stark im emotionalen Sinne, aber ich schaue da jetzt drauf, wie steht er denn emotional zu dir? Also hier ist die Furcht, ja, das ist so eine kleine Angst, so ein Bangel, dass du ihn nicht verzeihen könntest, dass du ihn nicht zurücknehmen würdest, dass du ihm keine Chance mehr geben würdest, ja, dass du nicht mehr bereit wärst, es weiterhin mit ihm zu versuchen oder es erneut mit ihm zu versuchen. Ja, dass du, wie es hier zu sehen ist, die Verbindung nicht weiter wachsen lassen würdest. Wie das kleine Bäumchen hier, das wächst. Aber das Gericht sagt hier auch, er sieht dich auf jeden Fall als viel vernünftiger an, als streng, aber im positiven Sinne, ja, so dass du weißt, was du willst und was du dir nicht oder nicht mehr gefallen lässt. Also das ist hier, er ist positiv auf dich zu sprechen, ja, das ist schon mal was Gutes. Denn sobald es charakterlich vielleicht nicht passen würde und der Mann könnte plötzlich den Charakter der Frau nicht mehr mögen oder nicht mehr leiden, kann es auch sein oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, und das ist dann der häufigste Grund, dass ein Mann dann das Interesse an der Frau verliert. Also emotional geht es ihm nicht gut. Okay, dann würde ich aber gerne noch etwas über seine Gefühle bzw. Emotionen genauer wissen. Ja, was er für dich fühlt. Beziehungsweise, ja, lassen wir das so. Was er für dich fühlt, frage ich hier konkret. Was fühlt er für dich? Wie weit ist er da fortgeschritten? Okay, König der Stäbe. Also, attraktiv findet er dich auf jeden Fall. Ja, damit fängt sie auch an bei einem Mann, daher als erste Karte erschienen. Es ist sogar eine starke Anziehung, ja. Das ist die beste Voraussetzung, dass er auch an dir anhalten möchte. Ja, durch diese Anziehung bleibt ein Mann am Ball, auch wenn es vielleicht langsam mit einer Frau vorangeht. 9 der Münzen.
Wie fühlt er? 4 der Münzen. Ihr wisst ja, dass in der Psychologie, also vielleicht wisst ihr das schon von mir oder von woanders her, eine Kennenlernphase von einem Jahr empfohlen wird, um zu schauen, ob beide zueinander passen. Und nur in dieser Zeit kann auch der Mann so richtige Gefühle entwickeln. Zuvor ist es am Anfang und für eine sehr lange Zeit nur die sexuelle Anziehung. Ja, dass ein Mann richtige Gefühle für eine Frau entwickelt, ja, sie liebt oder in sie verliebt wird. Das ist bei einem Mann dasselbe. Das dauert 6 bis 10 Monate. Und wenn natürlich die Treffen nicht so häufig sind, könnte sich das verlangsamen. Wenn die Treffen häufiger sind, könnte es sich vielleicht auch, könnte es schneller werden. Und es gibt natürlich auch Kennenlernphasen, die 2 Jahre dauern, 2,5 Jahre dauern und zu nichts führen, weil beide keine Gefühle füreinander entwickeln, gesunde Gefühle. Ja? Ich meine nicht die spontane Verliebtheit der Frau. Es kann sein, ihr müsst das selbst für euch abwägen, wenn ihr sagt, okay, wir haben uns noch nicht mindestens ein halbes Jahr lang gut kennengelernt, dann ist genau das der Fall, was ich hier sehe, nämlich, dass er hier seine Gefühle oder sagen wir mal so, seine Emotionen, die sich entwickeln könnten, wahrscheinlich aufgrund der Pause, hier zurückhält. Ich habe hier positive Karten, ja, die Anziehung, der König der Stäbe und 9 der Münzen, dass er auf dich positiv zu sprechen ist und dich toll findet. Ja, du bist eine Granate und du bist auch menschlich für ihn gesehen, ja, besonders positiv und toll. Aber hier haben wir auch die 4 der Münzen. Das ist das Zurückhalten der Emotionen, dass die sich entwickeln können. Ich sehe hier noch keine Verliebtheit und keine Liebe. Sexuelle Anziehung, ja. Ich schaue noch, ob, wie ist das mit dem Charakter, denn zwischen sexueller Anziehung und die aber weiterhin bestehend bleibt, aber vorerst nur als einzige vorhanden ist und sich richtig verlieben, kommt das Stadium des Mögens, ja, die Frau als Mensch zu mögen. Das sind auch Emotionen, das muss sich auch erst entwickeln und damit kommen Männer oft nicht zurecht und es kann auch sein, dass sie sich dann zurückziehen. Wie sehr mag er dich vom Charakter her? 9 der Kelche. Ja, das dürfte hier schon bei ihm sich entwickelt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es ausschließlich eine sexuelle Anziehung wäre, dann würde er nicht so darüber nachdenken, warum es denn zwischen euch nicht oder nicht so gut bisher funktioniert hat. Also er vermisst dich, ja. Ich lege dir hier jetzt noch einen Ratschlag. Ich mache das in dieser Stapelwahl so, dass ich einen Ratschlag pro Stapel lege und nicht einen am Schluss, sodass die von Stapel 1, die sich Stapel 2 nicht ansehen wollen, nicht nach vorspulen müssen. Ein Ratschlag für dich auf diesen Mann bezogen. Das ist dann quasi ein Ratschlag, aber nicht ein typischer allgemeiner Ratschlag. So. Bleib in deiner Freude, verstehe, ja, oder verstehe weiterhin, dass er dich ganz toll findet. Lass ihn auf dich zukommen. Ritter der Kelche, ja, das ist der Mann, der auf die Frau zukommt. Ritter stehen für die Aktivität und für die Bemühung und zwar mit der Romantik. Ja, egal was du erwartest, denn pass auf, dass du nicht zu viel gibst, ja, dass du ihm nicht entgegenkommst, solange er nicht den ersten Schritt gemacht hat, ja, der Kontaktaufnahme, der Versöhnung. Schau, dass du dich nicht verausgabst, weder dass du an ihn denkst permanent, ja, das raubt auch Energie, geschweige denn, dass du über ihn irgendwie recherchierst oder versuchst herauszufinden, wie es ihm geht. Lass ihn auf dich zukommen. Sagen hier die Karten. Und Königin der Stäbe, genieß weiterhin dein Leben ohne ihn. Ja, auch wenn, egal ob er zu dir zurückkommt oder nicht, vielleicht weißt du das nicht, vielleicht weißt du auch nicht, ob du ihn zurücknehmen möchtest, aber bis dahin genieße dein Leben.
ohne ihn. Und mach etwas Aktives, das dir gut tut. Königin der Stäbe ist die aktivste Königin. Ja, Hobbys, Interessen. Okay, das war euer erster Stapel, euer erster Mann. Liken nicht vergessen als Dankeschön und Energieausgleich an mich. Und ich schaue weiter. Ich gehe über zu Stapel 2, dem weißen Stein. Und dann nehme ich alle Karten zurück. Um welchen Mann geht es hier denn? Welcher Mann? Oh, jetzt kommt die Königin der Stäbe. Die hatten wir beim ersten Stein beim Ratschlag am Schluss. Königin der Stäbe. Interessant, weil ich auf einen Mann gefragt habe, ja. Und für mich sind Königin und König immer dementsprechend das Geschlecht. Bei Liebeslegungen, Pagen und Ritter müssen es nicht sein, außer ich schaue auf das Stadium des Mannes, ja. Interessant. Warum die Königin der Stäbe? Okay, er ist jetzt in diesem Fall die Königin der Stäbe. Mir kommt hier nicht rein, als ob es hier um Dominanz gehen würde. Ich habe hier so einen lebensfrohen Mann, ja, der sehr viel lacht. Ja, es kann ja auch mit den Bildern. Es können ja auch die Bilder oft Botschaften vermitteln. Und der ist aber in so einer Energie oder hat so die Einstellung, auch wenn er das vielleicht nicht ausgesprochen hat, die Frau muss zu mir kommen, ja. Und wenn von mir zum Beispiel die Frau etwas erwartet, das kann hier auch sein, oder streng mit mir ist, dann lache ich es einfach weg. Also ein bisschen hinterlistig, ja, nicht ganz männlich. Ich schaue noch ein bisschen weiter, ja, da schlummert etwas. Oh, okay. Der ist ein bisschen in so einer harten Energie, was da so diese Einstellung betrifft. Ja, der sagt hier gerade, wenn es mir die Frau nicht leicht macht und sie kommt auf mich nicht zu, dann war's das. Dann suche ich mir eine, die es mir leichter macht und die für mich die Aktivität übernimmt und auf mich zukommt. Der Turm. Und 4 der Schwerter ist das Schlummern. Ja, hier schläft sie, eigentlich er. Ja, wahrscheinlich wartest du darauf, dass er sich jetzt meldet. Und ich habe hier auch so im Gefühl, als ob sich vielleicht ein bisschen so die Hoffnung oder die Täuschung von dir in ja, so eine Art Groll entwickelt hat. So, wie soll ich das nennen? Ja, dass du schon ein wenig sauer deswegen geworden bist. Das kann hier auch sein. Okay, schauen wir noch ein bisschen weiter, was die Beschreibung betrifft. Oh. Es kann sein, dass du erfahren hast, dass das seine Masche ist, dass er ein Herzensbrecher ist, dass vielleicht auch er dir mit seiner Art, wie er ist, dir das Herz gebrochen hat, ja, als du herausgefunden hast, wie er ist, als er sich dir enthüllt hat. 9 der Stäbe. Ich habe hier auch strenge und strenge Frauen und Frauen, die schon in einer bisschen härteren Energie sind, ja. Das ist hier leider nicht so eine luftige und selbstbewusste Energie, wie es eigentlich optimal wäre, so dass ihr sagt, entweder er kommt zu mir oder nicht. Wenn nicht, hat er mich nicht verdient. Ganz einfach. Ja, das ist hier mehr so eine harte Energie, mir reicht's langsam und aber auch so etwas Verbissenes. Ja, also der hat euch in so eine Unausgeglichenheit gebracht, in eine unausgeglichene Energie.
Und dann haben wir noch Ass der Münzen. Da brauche ich noch eine Karte. Was ist die Ass der Münzen? Der Stern, die Hoffnung hier. Ja, ich wollte eigentlich noch mehr auf ihn fragen. Hier hast du die Hoffnung, dass das Ganze doch noch etwas wird. Natürlich, dass er sich ändert, dass er es versteht, vielleicht wie es sein sollte oder wie du es möchtest oder dass, wenn er dir nicht entgegenkommt, dass es dann vorbei wäre. Und indem er das versteht, würde er dann seine Einstellung oder seine Vorgehensweise ändern. Ja, du möchtest, dass er versteht, dass er dich verlieren wird, wenn er sich nicht ändert. Wenn er so, wie er ist, es nicht ändert. Ja, also einerseits ist hier schon dieser Groll, mir fällt kein besseres Wort ein, und andererseits die insgeheime Hoffnung, ich will, dass das Ganze doch funktioniert. Okay. Das ist die Beschreibung des Mannes, ja, und auch von euch, in welcher Energie ihr gerade hier seid, ihm gegenüber. Das wollte hier auch für die Filter erscheinen oder als Filter erscheinen für die Filterung. Entweder ihr resoniert oder nicht. Wenn nicht, schaut euch gerne den Stapel 1 an, wenn ihr das nicht gemacht habt. Es kann sich auch immer die Intuition täuschen. Und was auch immer sein kann, ist, dass natürlich in einem Stapel auch ein Mann erscheint, auf den ihr nicht schauen wolltet. Oder ihr habt zum Beispiel die Männer den Stapeln falsch zugeteilt, ja, genau verdreht. Okay, so, ich komme zur Hauptfrage. Vermisst er dich? Oh, die Liebenden. Er sagt hier, ja, er denkt oft an dich, aber er wird wahrscheinlich sich nicht ändern. Er wird hier nicht die Entscheidung ändern, auf dich zuzukommen. Ja? Das ist irgendwie bei ihm so ein endgültiger Beschluss. Ich kann gleich noch drauf schauen, woran das bei ihm liegt, aber vermissen ja. Oh, das ist die Mäßigkeit, okay. Er ist immer wieder enttäuscht, wenn er eine Frau, trotz seiner Vorgehensweise, nicht bekommt. Auch bei dir. Diese Art von leichtem Vermissen, muss ich hier sagen, ist zu sehen, ja. Aber es ist jetzt nicht eine Welt für ihn zusammengebrochen. Es wurde hier höchstwahrscheinlich auch nicht, ich sag mal, sich schon 1, 2 Jahre kennengelernt. Gäbe es die Wahrscheinlichkeit, wenn doch. Hier sagen die Karten, selbst wenn ihr über ernsthafte Pläne gesprochen hättet, dann war das für ihn rein hypothetisch, muss ich leider sagen. Ja, auch wenn so früh als möglich über eine ernste Beziehung, über Ehe gesprochen wird, ersetzt das nicht die empfohlene Kennenlernphase. Überhaupt nicht. Denn reden können alle viel, vor allem die Männer, wenn sie Frauen für sich gewinnen wollen. Dadurch wird keine menschliche, zwischenmenschliche oder seelische Verbindung aufgebaut. Und das, was gesagt wird, das, was versprochen wird, muss nicht unbedingt stimmen. Mir kommt hier nur rein, wenn hier über Pläne gesprochen wurde. Ja, vielleicht denkt ihr ein bisschen zurück. Hat er so gesprochen, wir werden eine Beziehung haben oder wir könnten eine Beziehung haben? Oder wenn wir eine Beziehung hätten oder eine Ehe, dann würden oder könnten wir das tun? Oder hat er noch schlimmer allgemein gesprochen, ja? Für meine nächste Beziehung würde ich mir wünschen. Oder wenn ich einmal verheiratet wäre, dann würde ich das und das für meine Frau machen. Ja, hört ihr den Unterschied?
Damit müsste nicht ihr gemeint sein. Leider. Okay. Ich schaue trotzdem jetzt noch, hier muss ich genauer fragen, wie steht er jetzt zu dir? Wie steht er jetzt zu dir inklusive seinen Emotionen? Die kamen noch nicht so stark zum Vorschein. Wie steht er zu dir plus seine Emotionen? Oh, also er findet dich toll. Ja, du hast doch irgendetwas Einzigartiges an dir. Vom Aussehen her. Aber und er hat hier den Wunsch, ja, wenn ich in die männliche Energie kommen würde, wollen würde, dann würde ich mich, wenn dann, für diese Frau bemühen wollen, weil sie so einzigartig ist, weil sie etwas Einzigartiges an sich hat, das ich, das sagt er, besonders anziehend finde, ja. Aber trotzdem kann er hier irgendwie seine Vorgehensweise und sein Weltbild nicht ändern. Also er steht positiv zu dir, aber er will sich nicht bemühen. Warum nicht? Was stimmt mit ihm nicht? Ho, ho, ho. 5 der Kelche, eine Verlustkarte. Einen Moment. Okay. Was mir bei ihm reinkommt, ist, dass er vielleicht in der Vergangenheit häufiger verlassen worden ist von Frauen und dass er sagt, ich möchte nicht wieder verlassen werden, ich möchte nicht wieder enttäuscht werden, weil das ist so, das war schlimm. Und je mehr ich investiere, je mehr ich mich bemühe, desto schlimmer wäre es für mich, diese Frau dann jeweils zu verlieren. Ja? Also ihr wisst jetzt den Grund. Ich sag mal so, würde dieser Mann bei jeder Frau immer wieder eine Abfuhr erteilt bekommen, weil er sich zu wenig bemüht, dann wäre er gezwungen, umzudenken und seine Vorgehensweise zu ändern, trotz seiner Ängste, trotz seiner Befürchtungen. Aber das könnt ihr nicht erzwingen. Ja, jede Frau ist anders und es gibt einfach Frauen, die leicht zu haben sind. Aber die werden mit solchen Männern, die sie leicht bekommen konnten, also dass die Männer dann die Frauen leicht bekommen konnten, werden sie nicht glücklich werden, weil ein Mann, dem eine Frau in den Schoß gefallen ist oder fast in den Schoß gefallen ist, der wird sie quasi nie auf Händen tragen. Die wird ihm egal sein. Ja, die ist einfach so nebenbei in seinem Leben, auch in einer Ehe. Und jede andere Frau könnte an ihrer Stelle dann sein. Ja, sie ist dann, er hat sie sich nicht verdient. Und so ist nun mal die Psyche der Männer. Sie wissen nur etwas wertzuschätzen, worum sie sich bemüht haben, was sie sich verdient haben. Und das gilt für Objekte sowie für Menschen. Oder auf Objekte und auf Menschen bezogen. Ja, deswegen lieben viele Männer ihre Autos so sehr. Oder bei anderen sind es die Motorräder, weil sie darin investiert haben, weil sie sich verdient haben, weil sie darin Energie oder Zeit oder Geld investiert haben. Und durch diese Investition baut ein Mann Bindung auf. So funktioniert ein Mann, dass er sich bindet. Bei Frauen ist es anders. Frauen binden sich durch Intimität. Und sie können auch spontan verliebt sein. Und das ist aber nur eine Illusion. Ja? Die Frauen bei einer spontanen Verliebtheit, ja, sobald die Frau vor, ich weiß nicht, innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten sich auch in den Mann verliebt, das ist auch zu früh. Das ist auch eigentlich spontane Verliebtheit. Denn sie verliebt sich dann in eine Illusion. Sie verliebt sich nicht in seinen wahren Charakter.
Okay, so, ihr wisst jetzt Bescheid. Empfohlen wird in der Psychologie, einen Mann nicht anzunehmen, auch wenn er sonstige, irgendwelche schlechte Erfahrungen hatte, egal was der Grund ist, ja. Weil es heißt ja auch, Schüchternheit ist niemals ein Grund oder keine, ja, Rechtfertigung, sich nicht um eine Frau zu bemühen, ja, nicht einmal fähig zu sein, ihr eine SMS oder WhatsApp zu schreiben. Dann hat der Mann die Frau nicht verdient. Ja, es kann so oder so der Grund hergenommen werden. Entweder, ja, er würde sich dann nicht richtig an mich binden, er würde mich immer für selbstverständlich halten, oder aber auch, dass das Ganze eher mit dem, ja, so Stolz betrachtet wird. Er hat mich nicht verdient. Er hätte mich einfach nicht verdient. Wenn er sich nicht wirklich um mich bemüht, so nicht, ja, auch vielleicht, weil es sich so gehört und in der Psychologie so empfohlen wird, aber auch, weil ich, und es ist nun mal so, auch wenn ihr das nicht direkt spürt, weil ich mich dann immer unwohl fühlen würde, wenn er sich nicht wirklich um mich bemüht hätte. Ihr fühlt euch dann nicht gut mit solch einem Mann, egal ob in einer Beziehung oder Ehe. Gut, ich mache das jetzt hier auch so wie beim ersten Stapel. Ich gebe euch individuell einen Ratschlag auf diesen Mann bezogen. Ja, diesmal kein allgemeiner Ratschlag am Schluss, sondern ein individueller Ratschlag zum jeweiligen Stapel. Das ist schon wieder die Karte des Grübelns. Okay. Oh. Ich versuche wirklich nicht unbedingt negative Botschaften oder unschöne Botschaften zu vermitteln in meinen Legungen. Aber was seht ihr hier? Es ist doch... Schaut. 7 der Stäbe. Eine Karte der Abwehr. Sie dreht sich hier weg. Kopfzerbrechen. 5 der Schwerter. Und hier 10 der Stäbe ist die Karte der Bürde, der Arbeit, der Last, der Bemühung, also negativen Bemühung eigentlich. Ja. Auch so ein bisschen der Verantwortung. Er übernimmt keine Verantwortung für sein Glück. Er übernimmt keine Verantwortung dafür und möchte sich nicht darum bemühen, eine Frau für sich zu gewinnen, mit einer Frau eine Beziehung aufzubauen. Ja, wenn er sich aber nicht darum bemüht, eine Beziehung aufzubauen, dann hat er die Beziehung auch nicht verdient. Das wäre auch so ein logischer Grund, warum ihr eigentlich bei ihm in die 7 der Stäbe kommen müsstet. Ja, so nicht, mein Freundchen, so nicht mit mir. Das genügt mir nicht. Nicht du genügst mir nicht, sondern dein Verhalten genügt mir nicht. Ich sehe hier schon so ein bisschen eine Prognose. Ja, da ist die Tendenz am höchsten für die meisten, die hier resonieren werden oder im Moment resonieren. Ihr werdet euch wegen diesem Mann wahrscheinlich noch häufiger den Kopf zerbrechen, immer wieder an ihn denken, vielleicht auch für euch abwägen, ja, Plus-Minus-Liste. Vielleicht schaut ihr euch dieses Video nochmal an oder diesen Stapel. Vielleicht schaut ihr euch andere Videos an. Vielleicht schaut ihr euch ein paar Videos an oder lest auch Bücher, ja, über Psychologie, Wohlbefinden. Es gibt leider, ich bin das schon mal gefragt worden, es gibt leider bezüglich dieses seltenen Wissens, das ich vermittle über die Geschlechter, über die Psychologie der Geschlechter oder auf die Liebe bezogen, es gibt keine konkreten Bücher. Das ist ein Wissen, das wird in Psychologieseminaren vermittelt. Das wird nicht mal im Psychologiestudium vermittelt. Es ist leider sehr, sehr selten. Ja, weil die meisten Menschen sowieso nach ihren Hormonen gehen und so etwas gar nicht hören wollen. Aber ich bin doch so verliebt. Ja, aber das sind nur die Hormone und die garantieren nicht, dass du mit diesem Mann charakterlich zusammenpasst. Du kannst dich in jeden Mann verlieben, theoretisch. Das sind nur deine Hormone. Das ist kein Schicksal. Absolut nicht.
Und du bist doch nicht verpflichtet, einen Mann anzunehmen. Egal, was er für dich tut, du kannst ihn jederzeit gehen lassen, ja. Du bestimmst, was die Liebe betrifft, dein Schicksal selbst, ja. Schicksal sind Schicksalsschläge, Krankheiten, Unfälle. Aber 80% unseres Lebens bestimmen wir selbst. Und du bestimmst selbst, welchen Mann du in dein Leben lässt, wen du annimmst und wen du weiterhin annimmst oder weiterhin triffst. Du kannst jederzeit, sobald dir der Mann nicht mehr gut tut, ihn gehen lassen. Das ist dein menschliches Recht. Ja, im Endeffekt, ich sehe hier, die meisten von euch werden hier wahrscheinlich immer wieder über ihn nachdenken, grübeln und dann sagen, es ist so eine Last für mich, ich kann nicht mehr. Und er hat sich ja auch bisher, das wird wahrscheinlich so sein, nicht mehr gemeldet, weiterhin nicht um mich bemüht, lacht alles weg, ja, so wie bei dieser Königin der Stäbe. Nimmt das Ganze nicht ernst, nimmt mich nicht ernst, nimmt meine Emotionen oder Gefühle nicht ernst. Ja, so könnt ihr das auch sehen. Vielleicht weiß er ja davon Bescheid oder darüber Bescheid und dann trotzdem pfeift er darauf. Ne? Und dann die Erkenntnis, das ist zu belastend für mich. Ich kann nicht mehr. Und ich muss ihn jetzt gehen lassen für mein Wohlbefinden, für meinen Seelenfrieden. Okay. Ich hoffe, dass euch die Botschaften geholfen haben, ja, vielleicht auch ein bisschen so zum Nachdenken. Das Tarot dient ja generell der Analyse. Ja, Tendenzen für die Zukunft zu erkennen ist möglich, aber es ist nicht gut, so weit in die Zukunft zu schauen, denn umso ungenauer und unzuverlässiger sind dann die Prognosen. Okay, persönliche Legungen sind bei mir auch möglich, wenn ihr eine spezifische Frage habt, auf eine spezifische Person bezogen. Ich sage das hier nochmal kurz für diejenigen, die es bisher vielleicht noch nicht gehört haben. Bei mir kostet eine Frage nur 10 €. Das wird sich auch nicht ändern. Ich möchte nur einen kleinen Energieausgleich haben und ab 30 € nehme ich ein Video auf. Das ist dann genauso wie hier. Aber nur die Person, die dafür bezahlt hat dann Zugriff. Das heißt, 3 Fragen sind inkludiert, ausführlich beantwortet. Auch wenn ich 5 bis 10 Minuten spreche, ja, eine Frage beantworte, ist das auch schon sehr, sehr lang und sehr intensiv, sehr tiefschauend. Und es können unendlich viele Fragen gestellt werden, also 50 €, 5 Fragen und so weiter. Und das ist sehr, sehr günstig. Wie gesagt, ich möchte nur einen kleinen Energieausgleich haben. Ich will nicht abzocken. Das machen genug. Es gibt Leute, die verlangen für 3 Fragen 90 €. Es gibt Menschen, die verlangen für eine Frage 100 €. Und zusätzlich gibt es bei mir auch keine Tabuthemen. Ihr könnt mir alle Fragen stellen. Ob ich tatsächlich eine Antwort bekomme, ja, es ist noch nie passiert, aber die Möglichkeit besteht, dass natürlich das Universum sagt, das sage ich dir nicht. Das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen über Gesundheit, Schwangerschaft, Tod. Ja, bei mir gibt es keine Tabuthemen. Das ist bei mir vielleicht auch noch ein bisschen so einzigartig. Ihr könnt es euch überlegen, schreibt mir einfach eine E-Mail, die findet ihr direkt auf meiner Kanalseite in der Beschreibung, für alle lesbar. Dann schicke ich euch eine Info, das ist so eine Kombination bezüglich persönlichen Legungen und auch Spenden, die sind ja auch möglich. Nehme ich auch gerne dankend an, wenn ihr resoniert und ihr von mir eine hilfreiche Beratung oder eine nützliche Hilfestellung erhalten habt. Dann wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nichts gefallen. Bleibt immer stark und selbstbewusst. Und wenn ihr wollt, hören wir uns dann bald wieder. Bis dahin, alles Gute und bis bald.